Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von What Remains of Edith Finch. Ja, in der letzten Folge haben wir das Schicksal von Louis erfahren bekommen. Ja, Kopf ab, sage ich dazu nur. Und ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Wir können hier weiterlaufen. Und wir sollten eigentlich schon fast bald oben sein. On the way back from Louis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Okay, sie wollte keinen weiter mehr verlieren wahrscheinlich. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Ich gucke bloß erstmal kurz. Die ganzen Sachen, die zusammengepackt worden sind. My mom ended up leaving everything behind. Weil sie es wahrscheinlich nicht packte, das alles zusammenzupacken. Die schiere Menge, die vielen Informationen, die vielen Geschichten, die vielen Erinnerungen, die vielen Leiden. Disaster Relief. To teach and to learn, Dawn Finch. O God, you have called your servants to ventures of which we cannot see the ending, by path as yet untrodden, through perils unknown. Give us faith to go out with good courage, not knowing where we go, but only that your hand is leading us and your love supporting us, through Jesus Christ our Lord. Amen. What happened that night had been coming for a long time. Oh, bitte nicht. Maybe it should have come sooner. But it Was had to passiert end jetzt? one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Nein. Okay, ist ein Fehler. Ich wollte schon gerade sagen. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Wo sind wir hier? the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it.
Jetzt sind wir in der thing Bibliothek. you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Okay. Da hinten ist irgendwie eine Schreibmaschine oder sowas. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Okay. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Ganz kleinen Moment mal kurz. 99. Nee, das hat nichts damit zu tun. Mit den Poltern von Walter, ne? Der hatte doch immer um 12 Uhr pünktlich was. God, it smelled awful. Das kann ich mir vorstellen. I've seen that house every day of my life. Wir kommen I endlich never zum thought Haus. I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Na, 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 na. Ich laufe geradeaus. I got turned around. Ich laufe geradeaus. For a while, I wandered. I started seeing things. Ui. Der Hirsch, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Oh, oh. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Verschwunden? After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Oh, das ist cool gemacht. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Auch wieder die Flecken. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone.
last Finch left alive. Until I found out about you. Aber wer ist der Vater? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Das ist die Geburt. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Da ist noch was dazugekommen. Frau Shirley Dallas. Tja, das war What Remains of Edith Finch. Boah. Ich hab echt ungelogen gerade Erpelpanzer. Schon krass. Ist wirklich, wirklich krass. Also, das ist eine Geschichte mit Geschichten, optisch wie auch, also visuell wie auch mittels Audio wirklich wunderbar erzählt. Und ich habe dieses Spiel jetzt gerade in einem Rutsch gespielt und aufgenommen, weil es einfach nur gefesselt hat. Und wenn ich mir gerade hier die Bilder ansehe, wahrscheinlich von den Charakteren, nicht von den Charakteren, sondern von den Entwicklern, sind die Geschichten, die wir dort erlebt haben, teilweise Geschichten der Entwickler, die hier Einfluss gefunden haben. Sei es jetzt entweder, dass man mit einem Handicap durchs Leben gehen musste, oder eben halt die Erlebnisse als Kind, die Bilder, die man als Kind erfahren hat. Sean Kwang, Programmer, Spielplatz, Schaukeln, die Gefahren. Also die Story dahinter ist recht offen, zumindest das Ende gehalten. Also wir wissen, was auf alle Fälle, was von Edith Finch übrig geblieben ist. Natürlich ihre Memoiren, das, was sie aufgeschrieben hat, und natürlich die Traurigkeit, dass sie eben halt nicht dabei sein kann beim Kind. Was mich interessieren würde, ist aber, wie um alles in der Welt ist sie schwanger geworden? Gab es da jemanden noch an ihrer Seite? Das steht natürlich nicht im Buch drin, ne? In dem Stammbaumbuch, was nach und nach abgeschrieben. Da, die Dreadful Stories, das war so wunderbar eingebunden und so schön eingebettet, das Ganze. Ist wirklich herrlich, absolut herrlich gemacht. Und vielleicht gibt es noch viele Punkte, die man noch so entdecken kann. Vielleicht war ich auch an einigen Stellen zu schnell, ich weiß es nicht. Ich hätte gern zum Beispiel das ein oder andere noch anderweitig geguckt. Da waren wir einfach aus Versehen, waren wir dann drin durch die Hundeklappe, beziehungsweise Katzenklappe. Das war aus Versehen. Hier, guckt mal, die Pfirsiche von Sam. Die Rollerblades, Annapurna Interactive. Das Spiel
hat zumindest einen sehr eigenwilligen Blick auf die geschichtliche Entwicklung von Menschen, also die Erlebnisse, nicht Entwicklung, sondern Erlebnisse. Also so wie wir uns vielleicht selber daran erinnern, was war damals oder was wurde uns halt nicht erzählt, was haben wir selber herausgefunden. Es lässt sich sehr schwer beschreiben. Auf alle Fälle ein sehr schönes Spiel. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Scared for Life 2. Trick or treat, smell my feet. Beloved brother to Edith, son of Dawn, great grandson to Edie. Und Edie, die eigentlich letztendlich alles überlebt hat. The End. Wobei, hat sie alles überlebt? Ist sie tot? Was ist mit Milton? Ist er tot? Die Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Warum die Geschichte wiederholen? Edie zum Beispiel ist halt diejenige, die von Anfang an mit dabei war. Sie war die Tochter von Odin und Ingeborg und sie hat alles letztendlich erlebt. Sie hat alle Kinder kommen und gehen sehen. Alle ihre Nachkommen hat sie kommen und gehen sehen. Geschichte wiederholen. Gute Frage. Ich guck mal kurz, was das ist. Wir können die einzelnen Passagen wiederholen. Was ist das? Warum hängen die zusammen? Seht ihr das, was ich meine? Haben wir die Geschichte von Edie? Hatten wir, ne? Mal kurz gucken. Das war dann der Teil, okay. Der gehört zusammen. Der gehört zusammen. Wenn der zusammengehört, war das Schicksal dann bestimmt, weil sie gegangen ist? Frage ist, wo ist sie gegangen? Oder ist sie zum Haus? Und wie sieht's aus? Ich glaube, das war auch das letzte Gebäude oben, ne? Hier gibt es nicht viel zu tun an der Stelle. Schon wieder dieses Knarren. Hier kommen wir nicht raus. Hier ist ein Fenster. Nun gut. Ja, an der Stelle danke vielmals fürs Zusehen und beim Begleiten bei dieser wunderschönen... Was ist das hier? Bei dieser wunderschönen Geschichte. Da unten ist ein Kühlschrank. Das Spiel hat mir wirklich sehr viel... Ach so, ist das hier. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß beim... Ja, mit Beiwohnen. Und mitfiebern und beim Miterleben. Und ja, ich weiß nicht, was wir so als nächstes tun werden. Wie es halt immer so der Fall ist. Ich lasse mich da an der Stelle überraschen. Ach, wir kommen hier gar nicht hoch, deswegen... das wäre der andere Weg gewesen. Deswegen mussten wir halt hier diesen Weg lang. Und, ja, genau. Und ja, wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Irgendwann auf diesem Kanal. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und, ja, bis dahin. Euer Firefox.